Hi, heute mal in einem etwas anderen Format. Ihr seht es vielleicht schon, es ist kein LC-Bildschirm und noch sonst nichts im Video. Es ist der antike Schachtisch meines Urgroßvaters, der einzige Tisch war, der für sowas geeignet ist. Ähm, denn heute mal eine Art Real-Life-Video, wenn man denn so möchte. Und zwar geht es um ein Unboxing. Und zwar eins der ganz besonderen Art. Und ja, das ist schon 20 Jahre her, ne, ich glaube, PC kam so 2007, 2008 raus. Wer vor 17, 16 Jahren RC gespielt hat, der mag sich vielleicht dran erinnern. Ich hatte auch so eine und ich habe sie die letzten 3, 4 Jahre auf Biegen und Brechen in allen Kartons in meinem Keller gesucht, habe sie aber nicht mehr gefunden. Und zwar geht es um die Las Chaos CD-ROM-Box. Ich konnte so eine organisieren, beziehungsweise ich hatte große Hilfe von Panovi. Ich werde natürlich seinen Channel unten verlinken. Shoutout an ihn, er konnte 2 organisieren und hat mir eine abgetreten. Nur deswegen kann ich das Ding heute hier aufreißen und ich dachte, wir gucken mal rein und gehen aus so einem kleinen Nostalgietrip, was da so alles drin war, was da so los war. Ich weiß nicht, wann die rausgekommen sind. Lass es 2008, 2009 sein. Ich weiß, dass mir meine Tante damals eine im Mediamarkt in Frankfurt gekauft hat. Es gab auf jeden Fall das rosane Drachenei als Bonus und ich glaube eine CD und ein Heftchen. Aber das gucken wir uns jetzt an, weil wir wollen das Ding aufreißen und mal reinschauen und ein bisschen in der Vergangenheit uns bewegen. Box, ich lege ihn mal so ein bisschen zur Seite, dass man den noch sehen kann. Ah, sehr schön. Ein Benutzerhandbuch, eine CD, wird wahrscheinlich einfach nur den Installer behalten, ein Poster der Map. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das können wir mal ganz wegmachen. Ah, ist noch das ganz alte Map, die ganze erste Map. Hänge ich mir die ins Büro auf. Mal schauen. Das ist das DIN A4-Poster. Eigentlich ganz cute. Weiß nicht, es gab schon Strajana, es gab schon Erin. Kann die Zeit jetzt nicht genau einordnen, von wann die Map ist. Müsste ich ein bisschen recherchieren, aber es wird wohl um die 2009, 2010 gewesen sein. Legt die mal auch in den Hintergrund. Ja, einfach jetzt, ich gehe davon aus, da wird einfach nur der Installer für wahrscheinlich sogar der Gamigo-Installer drauf gewesen sein, um LC damals zu installieren. Also nichts Besonderes, das Standardbild vom Ritter und der Mage. Und ein Heftchen, ein Benutzerhandbuch mit den Anleitungen. Hier oben ist sogar noch der CD-Key drauf. Also wenn der noch nicht benutzt worden ist, irgendeiner, der noch aktiv spielt. Ich werde den Key nachher mal in Nemesis LC, dem aktuellen Classic P-Server, eingeben und gucken, was passiert. Vielleicht kriege ich sogar ein pinkes Drachenei. Wäre ja witzig. Ansonsten interessant. Inventarfenster über Tab. Das war noch bevor WASD funktioniert hat. Da war die Übersichtskarte noch W, Aktionsfenster A, Pad-Fenster D, Gruppengildenfenster G, Freundesliste F. Ja, das waren noch alte Zeiten. Kamera hinter dem Charakter positionieren. Ich weiß gar nicht, kann man die Kamera mit dem Nummernblock steuern heutzutage? Interessant. Aber dann schauen wir mal rein. Jetzt zoome ich dafür ein bisschen ran, dass es besser sieht. Besser. Weiß nicht, ob er richtig fokussiert. Inhaltsfaktor. Das ist auch sowas. Ich hatte in meinem Dreivierteljahr LC-Abstinenz hatte ich überlegt, weil ich viel in WoW-Content und so YouTube-Videos geschaut habe, also die Geschichte in WoW, Lore und so weiter, habe ich gedacht, kann man sowas auch für LC machen und habe wirklich das ganze Internet durchforstet
und geguckt, ob es irgendwelche Informationen gibt, wie die Geschichte hinter Iris und dem ganzen Spaß ist, und habe sogar in der Wayback Machine nach alten Gamigo-Seiten geguckt. Und im Prinzip ist es mehr oder weniger der Text, der zur Geschichte von RC existiert, und alles andere, das wird also quasi direkt über den Haufen geworfen. Ich glaube, mit den neuen Features in den ganzen neuen Maps gab es nochmal einen Quest-Text, so ein bisschen Story, aber was die Ursprung-Klassik angeht, ist das hier alles, was existiert. Ich lese es jetzt euch nicht vor. Könnt, wenn ihr wollt, den Bildschirm pausieren und euch selber angucken. Ja, da ist halt ein bisschen erklärt. Die Spielwelt, Städte, persönliche Dungeons, exciting range of aggressive battle system. Hat das mal existiert? Heras ermöglicht dir mehrere Gegner in deiner Reichweite durch das Schwingen deiner Waffe zu treffen und töten. Mit diesem System kannst du zudem bessere Angriffstechniken kombinieren. Ich glaube mich zu erinnern, dass Angriffe im persönlichen Dungeon Multitarget waren. Bin mir aber nicht mehr sicher. Doch, egal. Aber dass es sowas im normalen Spiel gab, kann ich mich persönlich nicht erinnern. Aber vielleicht habe ich zu der Zeit noch nicht gespielt, als das existiert hat. Installation, Account-Erstellung. Also hier schön auf lastchaos.amigo.de gehen. Link ist wahrscheinlich tot heutzutage. Bekommt E-Mails, bla bla bla. Natürlich Seite 9, uns wird direkt der Item-Shop erwähnt, wie auch sonst. Charakter erstellen. Der Titan ist der stärkste Nahkämpfer. Der stärkste Nahkämpfer in Last Chaos. Er bewegt durch seine starken Angriffsskills sowie eine gute Beherrschung von Axt und Großschwert. Er dient gut zum Spielen als Einzelspieler, da er die Monster in seinem Levelbereich recht schnell tötet. Naja, der Nahkämpfer. Ah, guck mal, das sind noch die Icons aus dem ganz alten schwarzen User-Interface. So ein bisschen Erklärung der Sachen, Aktionen im Spiel angreifen, Verwenden der Karte, NPC-Händler. Ist da irgendwas drin, was es heutzutage nicht mehr gibt? Das ist ja eigentlich immer das Spannende. Chimera, Gentratan, Monster, was bedeuten die Farben? Grün wenig XP, aber viel SP. Weiß viel XP und viel SP. Orange viel XP und etwas SP. Und Rot sehr viel XP, aber nur wenig SP. Aha. Aufgaben, Quest, persönlicher Laden. Begleiterarten. Pony und Drachling. 16 Pferd und Drake. Drache und Reitpferd Level 31. Klar. Level Support, Schüler, Mentor. Kennt man auch. Was sind die Fähigkeiten? Oh, da gibt es jetzt wirklich eine Auflistung der Standardfähigkeiten für die Klassen. Das ist ja geil. Mit schön verpixeltem Bild, weil es nicht hochskaliert wurde. Spannend. Giftheilung, Fluch. Erdgeist rufen, Feuerschlag, Schlingenfalle. Jeder immer Netz genannt. Passive Fähigkeiten. Steinhaut. Was? Absoluter Nostalgietrip, das alles zu sehen. Fähigkeiten und Berufe. Das habe ich hier eben auch gelesen. Einzigartiges Herstellungs- und Handelssystem. Ich weiß nicht, ist das wenn einzigartig, dann einzigartig schlecht? Weil viel herstellen und handeln kann man ja jetzt nicht wirklich. Gegenstände aufwerten ist auch interessant. Klassenspezialisierung. Steht da was zum Highlander? Körperangriffe oder Kraftangriffszauber. Okay, da ist nicht viel dabei. Ah, da sieht man aber schön das alte Interface. Gruppe Emoji. Ich wollte gerade sagen, ganz früher gab es auch 3 Gruppenarten, Free for All. Dass sie irgendwann rausgemacht haben, weil ich nicht mehr sicher war. Oh, ich bin ein bisschen runtergerutscht. War das, weil die Leute damit irgendeinen Bug abusen konnten? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es irgendwann nur noch normale und Schaden. Ich weiß gar nicht, ob sie am Ende alles rausgeholt haben oder was. Sie haben Free for All drin gelassen und Schaden rausgeholt.
kann mich nicht mehr erinnern. War auf jeden Fall ziemlich lang her. Gildenpunkte, Gildenkrieg, stimmt, es wurden früher Gildenkriege gemacht. Das habe ich jetzt heutzutage auch schon lange nicht mehr gesehen. Zusätzliche Features, Mondsteinstatue, Arena, persönlicher Dungeon, Tempel, Burgschlacht. Okay, da ist die Burgschlacht nochmal genau erklärt. Das hat sich wahrscheinlich auch schon 100-mal geändert, aber das PvP, wie ihr wisst, ist nicht mein Expertengebiet. Äh, Gegenstände für die Burgschlacht, Ablauf der Burgschlacht, Fähigkeiten, Unmitwirkende. Kerstin Bock. Ist das nicht der Product Manager von LC damals oder die Product Managerin bei LC damals gewesen, die so parteiisch war für eine bestimmte Gilde auf Kata? Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich kenne da nur Gerüchte drüber. Ja, Special Thanks zu all den Kollegen. Hans-Joachim Hummel, Grüße gehen raus. Das haben wir schon gesehen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich dachte, es ist ganz spannend, weil wie gesagt, ich hatte sowas und habe es ewig lang gesucht, aber nicht mehr gefunden und hatte jetzt die Chance, nochmal an eine ranzukommen und dachte, das ist eigentlich mal ein witziges Video, um das hier alles zu sehen. Heißt, ich wünsche euch was und wir hören uns beim nächsten Mal.